Hallo, 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 ich grüße euch. Hallo und willkommen zurück zu Learn German with Falk. Heute wieder mit einer Uncut-Episode. Uncut. Das heißt, ich schneide dieses Video nicht. Verzeiht mir also, wenn ich mich mal verzettel, wenn ich mich mal verspreche. Ich versuche das ganz natürlich, ganz authentisch hier zu halten. Und ich hoffe, du kannst dich ganz entspannt zurücklehnen und diesen Podcast genießen. Worüber wollen wir heute sprechen? Ich dachte mir, wir sprechen heute ein wenig über die öffentlichen Verkehrsmittel, insbesondere die Züge, und zwar Deutschland und Japan im Vergleich. Ich habe häufig in letzter Zeit über dieses Thema mit anderen Leuten gesprochen, zum Beispiel mit meinen Schülern, aber auch mit Freunden. Und ich habe auch selbst einen Podcast zu diesem Thema gehört, allerdings auf Japanisch. Und ich dachte mir, das ist doch eigentlich auch ein interessantes Thema für eine Uncut-Podcast-Episode. So, und jetzt bin ich hier und erzähle dir etwas darüber. Also, ja, was sind Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede zwischen den Zügen in Deutschland und Japan? Was beide natürlich gemein haben, was sie gemeinsam haben, das sind bestimmte Stoßzeiten. Stoßzeiten, das ist so das deutsche Wort für Rush Hour. Stoßzeiten, das sind die Zeiten, zu denen die meisten Leute oder sehr, sehr viele Leute die Züge nehmen, beziehungsweise die öffentlichen Verkehrsmittel. Und die Stoßzeit, beziehungsweise die Stoßzeiten sind, denke ich, morgens, wenn alle Leute zur Arbeit fahren, und abends, wenn alle Feierabend haben und wieder nach Hause fahren wollen. Also viele Leute pendeln zur Arbeit mit dem Zug. Sie pendeln weite Strecken. Pendeln bedeutet eben längere Strecken, um zur Arbeit zu kommen, auf sich nehmen. Längere Strecken fahren, pendeln. Sie pendeln zur Arbeit und aber auch Leute, für die kurze Strecken nur fahren müssen, nehmen die Bahn bzw. den Bus. Und die morgendliche Stoßzeit, ich denke, das ist zwischen 7 und 10 Uhr oder 7 und 9 Uhr und abends zwischen vielleicht 5 und 8 oder 5 und 7 Uhr. Und natürlich versuchen Leute wie ich, die nicht in die Stadt müssen normalerweise, die nicht ins Stadtzentrum müssen, nicht zu den Stoßzeiten zu fahren. Denn dann ist es ja sehr, sehr voll. Man sollte natürlich nur dann zu den Stoßzeiten fahren, wenn man wirklich muss. Also zum Beispiel zur Arbeit oder wenn man einen wichtigen Termin wahrnehmen muss. Und das musste ich auch schon mal. Und deshalb weiß ich, wie die Stoßzeiten in Japan sind, also wie voll die Züge sind. Und es ist wirklich immens. Wenn man da Deutschland und Japan vergleicht, dann muss ich sagen, dass die japanischen Züge viel voller sind als die deutschen. Es ist wirklich so, wie man es vielleicht schon mal in einem Video gesehen hat, einem YouTube-Video oder auf einem Bild bei Instagram. Also die Züge sind wirklich pickepacke voll, besonders hier in Tokio, weil so viele Leute mit dem Zug fahren, quasi fast alle. Und es ist wirklich so, dass der Zug so voll ist, dass manchmal, wenn du einsteigst, du passt gerade noch rein
und dann geht die Tür wirklich direkt vor deiner Nase zu. Also da passt wirklich kein Blatt Papier mehr dazwischen. Es ist wirklich so unglaublich voll. Und natürlich ist das für viele Menschen sehr, sehr anstrengend. Manche haben sich vielleicht schon an einen vollen Zug gewöhnt oder ja, sie sind vielleicht Menschenmassen gewohnt. Sie haben kein Problem damit, mit vielen Menschen zusammen auf einem engen Raum zu sein. Aber für manche Menschen ist das sehr anstrengend, problematisch. Und ich muss auch sagen, für mich ist es auch anstrengend. Ich kann es mal machen, aber jeden Tag das wäre schon eine Herausforderung für mich. Ich kenne auch das aus meiner Zeit, als ich in Berlin zur Universität gefahren bin. Da musste ich auch häufig zur Stoßzeit ins Stadtzentrum fahren, mit dem Zug natürlich. Und das war auch sehr, sehr voll. Aber wenn ich da Japan, Tokio und Berlin vergleiche, dann würde ich sagen, ganz klar, Tokio ist voller. Na klar, es gibt hier auch mehr Menschen auf engem Raum. Aber angenehm, ja, angenehm ist beides nicht. Also wie gesagt, man kann sich ein bisschen daran gewöhnen. Aber mir sind ein paar Sachen allgemein auch beim Bahnfahren in Deutschland und Japan aufgefallen. Zum Beispiel ja, der respektvolle Umgang in Japan beim Bahnfahren. Eine Sache, die ich wirklich ganz toll finde, ist, dass sich die Leute anstellen, bevor sie in den Zug gehen und erst einmal die Leute aussteigen lassen. Also erst steigen die Leute aus dem Zug und dann steigen die Leute nacheinander, also einer nach dem anderen in den Zug ein. Und davor stellen sie sich in eine Schlange. Bevor der Zug kommt, bilden sie eine Reihe. Sie stehen hintereinander und alle warten ganz brav und ordentlich auf den Zug. Es gibt niemanden, der sich vordrängelt in der Schlange. Und ich sehe es auch selten, dass die Leute sofort in die Bahn gehen und die Leute nicht aussteigen lassen. In Berlin dagegen, ja, da sehe ich das sehr häufig, dass die Leute ein bisschen ungeduldiger sind. Sie stehen nicht in einer Schlange und es kommt darauf an, zu welcher Zeit du fährst und in welcher Region du bist. Manchmal warten die Leute auch und lassen die Leute erst aus dem Zug aussteigen und steigen dann ein. Aber manche sind auch sehr ungeduldig und wollen direkt in den Zug gehen, egal ob jemand aussteigen muss. Sie sagen, ich muss in den Zug, es ist mir egal, ob jemand aussteigt. Das finde ich ein bisschen schade. Aber ja, ich bin das gewöhnt aus Berlin. Ich bin das gewohnt. Und in Japan fand ich das ganz toll, dass die Leute das ein bisschen respektvoller, ein bisschen geduldiger machen. Außerdem, was mir aufgefallen ist, dass die Leute, die einen Rucksack haben, ihren Rucksack vor ihren Oberkörper nehmen, sodass sie den Rucksack praktisch vorne umhaben. Nicht hinten, sondern vorne, weil wenn sie in den Zug gehen, dann wissen sie ja nicht, was hinter ihnen passiert. Sie sehen das nicht und sie wollen niemanden mit ihrem Rucksack anrempeln, anstoßen. Und damit sie das vermeiden können, nehmen sie den Rucksack nach vorne vor die Brust und dann haben sie natürlich einen besseren Überblick, eine bessere Kontrolle über den Rucksack. Und das gibt es in Deutschland, zumindest in Berlin
oder auch ja in ganz Deutschland nicht. Habe ich noch nicht gesehen. Finde ich eine ganz tolle Idee, dass die Leute das machen. Sehr respektvoll. Und ich habe mir das auch schon angeeignet. Ich habe mir das angeeignet. Ich habe das adaptiert. Ich mache das jetzt genauso. Ich nehme den Rucksack nach vorne. Natürlich besonders dann, wenn die Bahn voll ist, wenn es wenig Platz gibt. Die Bahn selbst in Japan und in Deutschland sind beide gut, würde ich sagen, wobei es einen großen Unterschied noch gibt und das ist die Pünktlichkeit. Die Bahn in Japan ist wirklich unglaublich pünktlich. Also ich habe es selten erlebt, dass ein Zug gar nicht gekommen ist, dass er ausgefallen ist oder dass er zu spät kam. Natürlich, Verspätungen gibt es auch. Es ist nicht alles 100% perfekt. Aber in Berlin habe ich sehr häufig Verspätungen erlebt. Gerade jetzt, ich war im Winter von Mitte Dezember bis Anfang Januar wieder in Berlin und ich würde sagen, in 50% meiner Bahnfahrten gab es zumindest eine kleine Verspätung. Gut, kleine Verspätungen sind natürlich nicht so schlimm, aber manchmal gab es auch einen Komplettausfall des Zuges oder eine lange Verspätung, also 20 Minuten, 30 Minuten und ja, das ist natürlich ein bisschen nervig, wenn es häufiger passiert. Wenn es nur ab und an, ab und zu, also manchmal passiert, klar, das kann immer sein, aber ja, wenn es öfter passiert, ja, man muss es mit Humor nehmen, nicht wahr? Also sich darüber aufregen bringt auch nichts. Man kann es ja leider nicht ändern. Und ich denke mir dann immer, gut, jetzt habe ich noch mehr Zeit, Japanisch zu lernen und habe dann meinen Podcast dabei, den ich hören kann oder ein kleines Buch, mit dem ich lernen kann. Also immer in Deutschland, wenn du mit der Deutschen Bahn fahren musst, nimm immer etwas mit, das du ja lesen oder hören kannst. Da kommen wir auch zum zweiten Punkt, nämlich, ja, was machen die Leute in der Bahn? Ich habe das mal beobachtet und in Japan würde ich sagen, schauen ja 95% mindestens, glaube ich, auf ihren Bildschirm, auf den Bildschirm von ihrem Smartphone. Sie starren, also schauen ganz intensiv auf ihr Smartphone und machen natürlich unterschiedliche Dinge. Entweder schauen sie Kurzvideos, TikTok, YouTube und so weiter, soziale Medien. Oder sie schreiben vielleicht eine Nachricht bei WhatsApp. In Japan übrigens Line. Die Leute schreiben nicht mit der WhatsApp-App, sondern sie schreiben mit Line, aber das ist ja das asiatische WhatsApp. Müsst ihr euch vorstellen. Und ja, die Leute schauen auf ihr Smartphone und wenn ich dann schaue, ich zähle dann immer die Leute, die mir gegenüber sind. 1, 2, 3, 4, 5. Und ich sehe überall die Köpfe nach unten. Die Leute starren auf ihr Smartphone. Manche spielen auch Spiele, diverse Spiele, vielfältige Spiele. Ich weiß nicht, ich kenne mich bei Smartphone-Spielen nicht aus, aber ja, sie spielen ein Spiel und ganz selten sieht man Leute, die auch ein Buch lesen. Auch das gibt es noch, es ist aber sehr selten. Manche Leute machen auch gar nichts, sie schauen aus dem Fenster oder ja, machen gar nichts. Oder sie hören Musik natürlich. Also sie setzen Kopfhörer auf und hören Musik oder Podcast. Das mache ich auch hin und wieder, aber nur, wenn ich länger mit der Bahn fahren muss. Also wenn ich zum Beispiel
länger als 30 Minuten fahren muss, dann setze ich mir auch Kopfhörer auf. Übrigens sagen wir sowohl zu den großen, ja, zu den Headphones und auch zu den Earphones, auf Englisch sind das ja 2 Wörter, im Deutschen sagen wir nur Kopfhörer für die kleinen und für die großen. Und ja, sehr viele Menschen setzen Kopfhörer auf. Auch ich habe, wie gesagt, immer welche dabei, wenn es länger dauert. Aber wenn es nur eine kurze Bahnfahrt ist, dann benutze ich sie nicht. Dann beobachte ich die Leute oder schaue aus dem Fenster. Vielleicht gibt es ja eine gute Aussicht und für mich ist ja auch vieles noch neu, wenn ich mit der Bahn fahre. Dann ist das für mich immer eine gute Option. Ganz selten gibt es in Japan Leute, die sich unterhalten. Und wenn, dann ist das auch immer sehr leise. In Deutschland dagegen sprechen die Leute gerne im Zug. Sie unterhalten sich miteinander oder manchmal telefonieren sie sogar. Das finde ich ein bisschen störend. Also insbesondere das laute Telefonieren. Wenn jemand leise spricht, ja gut, dann höre ich das nicht. Besonders nicht, wenn ich Kopfhörer aufhabe. Aber wenn ich keine aufhabe und dann jemand ganz laut, ja, hallo, wie geht's? Ja, ich bin im Zug. Das finde ich ein bisschen störend. Das passiert zum Glück nicht so häufig, aber es kann passieren. In Japan dagegen habe ich noch nie jemand in einem Zug telefonieren sehen. Wie gesagt, das finde ich sehr angenehm. Allgemein ist es ja in japanischen Zügen sehr ruhig. Man hört nur die Geräusche des Zugs und sonst eigentlich fast gar nichts. Und in Deutschland hört man die Leute mehr miteinander sprechen, vielleicht auch am Telefon. Oder manchmal hat man auch einen Teenager, der ganz laut Musik hört, ja, dass es jeder im Zug hören kann. Das gibt es auch manchmal, ist natürlich nicht so schlimm, kann mal passieren, aber auf Dauer wäre es etwas störend. Ein anderer großer Unterschied sind noch die Klimaanlagen. Beziehungsweise ja, in Japan gibt es Klimaanlagen und zwar sowohl in den Zügen als auch in den Bussen und in Deutschland. Ja, in der Regionalbahn, in den Fernzügen, die Züge, die weiterfahren. Da gab es einen kleinen Cut, entschuldige bitte. Ich weiß, es ist Uncut, aber auch hier kann es technische Probleme geben. Also, wo war ich stehen geblieben? Bei den Zügen. In Japan gibt es überall Klimaanlagen, aber in Deutschland gibt es zum Beispiel in der S-Bahn oder im Bus normalerweise keine Klimaanlagen. Das ist im Sommer natürlich nicht so schön, beziehungsweise es ist angenehmer, komfortabler mit einer Klimaanlage. Und im Winter, das finde ich auch super, sind die Sitze in Japan. Ich glaube nicht in jedem Zug, aber in vielen Zügen sind die Sitze beheizt. Das heißt, die Sitze werden warm und wenn du mit deinem Popo auf dem Sitz sitzt, dann merkst du, schön warm. Und besonders wenn es draußen kalt ist es natürlich sehr angenehm, einen warmen Po und warme Beine zu haben. Das habe ich in Deutschland noch nie gesehen und ja, ich frage mich, warum. Das wäre doch eigentlich eine tolle Idee. Also, ich war wirklich positiv überrascht von dem Komfort der japanischen Sitze im Winter. Also sehr bequem und beheizt. Also sie werden warm. Ja, ich glaube, das waren die größten Unterschiede. Gemeinsam haben beide Züge das, ich finde beide öffentlichen Verkehrsmittel gut. Man kommt sehr leicht von Ort A
zu Ort B. Das ist kein Problem. Von A nach B, das geht sehr schnell. Ich glaube, dass beide Verkehrsnetze sehr dicht sind, sehr eng, dass man schnell alle Orte erreichen kann. Und jetzt würde mich natürlich deine Erfahrung interessieren. Wie findest du die öffentlichen Verkehrsmittel in Deutschland und was machst du, während du im Zug oder im Bus sitzt? Schreibe das doch mal in die Kommentare und auch gerne, wie das Verkehrssystem in deinem Land ist. So, ich werde jetzt erstmal den Zug nehmen. Nein, natürlich nicht, denn bei mir ist es jetzt 5:30, das heißt, es ist Stoßzeit. Da nehme ich natürlich nicht den Zug. Da habe ich Glück, dass ich das nicht muss. Aber ich beende das Video jetzt und vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir mein Kanal gefällt, kannst du ihn gerne abonnieren. Wenn du mich unterstützen möchtest, dann tue das gerne bei Patreon, Ko-fi oder bei mir Coffee, wie du möchtest. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Also, tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!